Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Tappst du in die Rhythmusfalle bei Triolen, ja oder nein? Das kannst du hier gleich mal feststellen. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf Veras Blockflöten-Kanal oder dass ihr neu hinzugestoßen seid, um schönes und gutes Blockflötenspiel zu erlernen. Und heute wollen wir mal schauen, was das mit Triolen, Rhythmusfallen auf sich hat. Die folgende Melodie, klingt die so richtig? Oder klingt sie so richtig? Wahrscheinlich hast du das jetzt hören können, intuitiv, gefühlsmäßig und vor allem im direkten Vergleich, dass die zweite Version natürlich die richtige war. Aber im Ernstfall, wenn du selbst ein Stück spielst, in dem Triolen vorkommen, kann es schon mal passieren, dass du sie verwechselst mit einem anderen Rhythmus. Um genau zu sein, dass du anstelle von 3 Achtelnoten auf einen Schlag zwei Sechzehntel und eine Achtelnote gespielt hast. Erst wollen wir mal schauen, was ist denn eine Triole genau? Das Wort sagt uns, dass es was mit der Zahl 3 zu tun hat. Und hier kommen tatsächlich 3 Noten auf einen Schlag. In derselben Zeit, wo normalerweise 2 Noten auf einen Schlag kommen. Wenn ich also zum Beispiel eine Achteltriole habe, dann ist die insgesamt so lang wie ein Viertelschlag. Und wenn ich 2 normale Achtelnoten habe, sind die insgesamt auch so lang wie ein Viertelschlag. Das heißt natürlich, ihr müsst jetzt 3 Noten da unterbringen, wo sonst nur 2 waren, sodass die einzelnen Achtelnoten ein bisschen schneller sein müssen, wenn es 3 sind, als wenn es nur 2 wären. Das ist ja logisch. Aber wie viel schneller? In diesem Rhythmus mit 2 Sechzehnteln und einer Achtel haben wir ja auch schnellere Noten drin. Und da kommt die wesentliche Eigenschaft der Noten in einer Triole zur Geltung. Die sind nämlich gleichmäßig verteilt. Das heißt, die 3 Noten einer Triole müssen alle 3 gleich schnell sein. Und dann kannst du dir ja schon denken, dass das anders ist als bei diesem Rhythmus. Da ist nämlich die Achtelnote auf jeden Fall nur halb so schnell wie die 2 Sechzehntel. Sodass dieser Rhythmus anders klingt. Da spiele ich am Anfang schneller und muss dann langsamer werden. Und es kann euch passieren, dass ihr ungemerkt in einem Stück denkt, ihr spielt Triolen und ihr spielt aber eigentlich diesen anderen Rhythmus. Und hier würde ich euch empfehlen, das wirklich mal mit Klatsch- und Sing- oder Sprechübungen zu machen. Dass ihr die Grundschläge, also meinetwegen von einem Viervierteltakt, jetzt die 4 einzelnen Schläge, klatscht und dazu mal Noten singt oder sprecht oder meinetwegen auch nur flüstert. Wir nehmen mal erst normale Achtel, also keine Triolenachtel, sondern einfach 2 Achtelnoten pro Viertelschlag. 1, 2, 3, 4.
Und jetzt nehmen wir erstmal diesen falschen Rhythmus, jedenfalls wenn wir Triolen spielen wollen, wäre der falsch. 3, 4. Und jetzt kommt das Schwierigste eigentlich, nämlich eine echte Triole auf einen Schlag. Und dann sind nicht nur die 3 einzelnen Achtelnoten dieser Triole gleichmäßig verteilt im Tempo, sondern auch im Vergleich zu allen folgenden Triolen. Das heißt, ihr habt lauter gleichmäßige Schläge. 3, 4. Wenn ihr das mal ausprobiert, dass ihr erst diesen falschen Rhythmus macht und dann den Triolenrhythmus, werdet ihr was Erstaunliches feststellen, nämlich dass die Triole plötzlich wie so gebremst erscheint, wie langsam. Man hat fast das Gefühl, ja, die ist ja wie in Zeitlupe im Vergleich zu diesem Achtel- und Sechzehntel-Rhythmus. Und genau so ist es nämlich auch. Was euch passiert in den häufigsten Fällen ist, dass ihr die Triole zu schnell denkt. Dadurch, dass ihr jetzt plötzlich 3 Noten unterbringen müsst, wo vorher 2 waren, denkt ihr, oh, da muss ich mich ja beeilen. Und dann schießt ihr übers Ziel hinaus. Ihr beeilt euch zu sehr und rutscht dann in diesen falschen Rhythmus rein, wo ja Sechzehntel drin sind. Und die einzelnen Triolenachtel sind nicht so schnell wie die einzelnen Sechzehntel. Also, wenn es nicht klappen will mit den Triolen, achtet mal drauf, dass es gleichmäßig verteilt ist und sehr wahrscheinlich langsamer im Detail, als ihr gedacht habt. Ja, wenn ihr noch mehr über Rhythmus und richtiges Spiel erfahren möchtet und vielleicht gerade erst wieder einsteigt mit der Blockflöte, dann könnt ihr das systematisch von Anfang an richtig lernen in meinem Einsteigerkurs für C-Blockflöte oder in meinem Einsteigerkurs für F-Blockflöte. Und wenn ihr schon fortgeschritten seid, ein bisschen fortgeschritten oder mehr fortgeschritten, dann könnt ihr auch da sehr viel profitieren in dem Blockflöte Next Level Kurs. Da ist unter anderem Rhythmus drin enthalten, aber das ganze Paket guten Blockflötenspiels. Und das könnt ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit durcharbeiten und solange ihr möchtet. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Triolenproblem kennt, ob ihr mal in die Triolenfalle getreten seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.